Die Dorfbewohner lebten in ständiger Furcht vor einem riesigen Krokodil, das in den Tiefen des Wassers lauerte. Man nannte es Brutus. Brutus war nicht nur für seine schiere Größe bekannt, über 5–6 Meter lang und schwer wie ein kleines Auto, sondern auch für seine List und seine Fähigkeit, den Menschen immer wieder zu entkommen. Die Geschichten über Brutus wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Es hieß, dass er in der Nacht aus dem Wasser kam und die Tiere des Dorfes jagte. Viele hatten ihn schon gesehen, seine schuppige Haut schimmerte im Mondlicht und sein gewaltiger Körper glitt lautlos durch die Dunkelheit. Doch niemand hatte den Mut, ihm entgegenzutreten. Eines Tages beschloss ein junger Mann namens Tom, der in dem Dorf lebte, dass es an der Zeit sei, die Dorfbewohner von ihrer Angst zu befreien. Er hatte genug von den Geschichten und dem ständigen Angstgefühl, das die Menschen quälte. Tom war ein leidenschaftlicher Fischer und kannte den Fluss wie seine Westentasche. Er war fest entschlossen, Brutus zu finden und das Geheimnis um das Krokodil zu lüften. Mit einem kleinen Boot und einer Angelrute machte sich Tom auf den Weg. Die Sonne ging unter und der Himmel färbte sich in leuchtenden Farben. Als er tiefer in den Fluss fuhr, wurde die Atmosphäre immer düsterer. Das Wasser war still und nur das Geräusch des Ruderns war zu hören. Plötzlich spürte er eine Bewegung im Wasser. Sein Herz klopfte schneller. War es Brutus? Tom hielt inne, sein Blick war auf die Wasseroberfläche gerichtet. Nach einer Weile tauchte ein riesiger Kopf auf, gefolgt von dem massiven Körper des Krokodils. Brutus war real und noch größer, als die Geschichten es beschrieben hatten. Tom fühlte sich klein und verletzlich, aber er war fest entschlossen, nicht aufzugeben. Er beobachtete das Krokodil, das sich im Wasser bewegte, und bemerkte, dass es nicht aggressiv war. Es schien eher neugierig zu sein. Tom hatte eine Idee. Er wollte versuchen, eine Verbindung zu dem Tier herzustellen. Er begann, mit sanfter Stimme zu sprechen und warf ein Stück Fisch ins Wasser. Brutus näherte sich vorsichtig, schnappte sich den Fisch und zog sich zurück. Tom wiederholte das Spiel über mehrere Tage. Mit jedem Besuch wurde Brutus vertrauter mit ihm. Die Dorfbewohner begannen, sich zu wundern, warum Tom so oft am Fluss war. Einige waren besorgt, andere bewunderten seinen Mut. Doch Tom wusste, dass er eine besondere Beziehung zu Brutus aufgebaut hatte. Eines Nachts beschloss Tom, ein letztes Mal zu versuchen, das Krokodil zu berühren. Er paddelte zu dem Ort, an dem er Brutus oft getroffen hatte. Das Wasser war ruhig und die Nacht war still. Plötzlich tauchte Brutus wieder auf und Tom spürte, wie sein Herz raste. Diesmal war er jedoch bereit. Er streckte seine Hand aus und berührte vorsichtig die raue Haut des Krokodils. In diesem Moment geschah etwas Unglaubliches. Brutus schloss seine Augen und blieb regungslos. Tom fühlte eine Welle der Erleichterung und Freude. Er hatte die Angst überwunden und in diesem Augenblick schien es, als ob die beiden eine unzertrennliche Verbindung eingegangen waren. Doch die Freude währte nicht lange. Plötzlich hörte Tom laute Rufe vom Ufer. Die Dorfbewohner hatten ihn entdeckt und waren in Panik geraten. Sie hatten Angst um Tom und glaubten, dass Brutus ihn angreifen würde. In ihrer Aufregung stürzten sie ans Wasser und begannen, Steine zu werfen, um das Krokodil zu vertreiben. Tom rief verzweifelt: „Hört auf, er tut mir nichts." Doch seine Stimme ging in dem Chaos unter. Brutus, verängstigt von dem Lärm und den fliegenden Steinen, tauchte unter und verschwand im Wasser. Tom fühlte sich machtlos und traurig. Er hatte so viel erreicht, und jetzt war alles verloren. Die Dorfbewohner beruhigten sich schließlich, und als sie Tom sahen, der weinend am Ufer kniete, erkannten sie, dass sie einen Fehler gemacht hatten. Sie hatten nicht nur Tom in Gefahr gebracht, sondern auch die Chance, das Krokodil zu verstehen, zunichte gemacht. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.